Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch in diesem Moment der Entfaltung des Seins zusammen zu sein und euch aus euch heraus die Weisheit, die Wahrheit, die volle Entfaltung in Worte zu geben. Wir möchten zunächst Bezug nehmen auf das Erschaffen von Welten, auf das Zaubern, auf das Kreieren, auf die Magie, auf all das, was ihr mit Intention erreichen könnt, auf all das, was ihr mit Zielbewusstsein erlauben könnt oder erzwingen könnt. Wir möchten euch den Unterschied zwischen der Leichtigkeit und der Schwere in dem Manifestieren, im Zaubern, im Kreieren, im Erschaffen von Realitäten und Welten eröffnen. Der Mensch ist auf die Erde gekommen, in menschlicher Form und begrenztem Sein, um zu erleben, was es bedeutet, aus der Begrenzung heraus zu erschaffen. Vielmehr jedoch ist das tatsächliche Anliegen, dieses in menschlicher Form Seins und aus menschlicher Form heraus erschaffen, das Mitbringen der Göttlichkeit, das Erlauben der Göttlichkeit im Menschlichen. Und wenn wir hier Göttlichkeit sagen, so referieren wir auf das Bewusstsein des Allesseins, auf das Bewusstsein, dass alles, was ist, ein und dieselbe Schöpferkraft ist, ein und dieselbe Frequenz in ihrer reinsten Form. Ein und dieselbe Liebe, ein und dasselbe Licht, ein und dieselbe Essenz. Das Göttliche in menschliche Form gebracht, also nahm die Herausforderung für sich an, sich wieder zu erinnern an das, was es ist, um sich dann in der Begrenzung selbst zu erlauben, zu erleben und sich zu wählen. Sich, die Göttlichkeit, die Unbegrenztheit, die Frequenz der Liebe, die Frequenz des Lichts, den Frieden, die Güte, die Dankbarkeit, die Harmonie. Um sich wirklich vollkommen und ganz und gar aus freien Stücken dafür zu entscheiden, um wirklich ganz und gar zu erleben, dass doch alles ins Einssein strebt, hat es sich den freien Willen und das Vergessen gegeben. Das Vergessen von dem, dass es alles ist und somit alles orchestriert und somit nichts fürchten und gegen nichts Widerstand hegen muss, nichts zusammenzwingen und nichts auseinanderzwingen muss. Das Vergessen um das, was es wirklich ist, alles was ist. Das Vergessen um die Macht, die Kraft, die damit einhergeht. Das Vergessen, dass diese begrenzte Form nicht alles ist. Nicht alles erleben
nicht aller Einfluss, nicht die einzige Kraft und Macht, dass dieses kleine Teil, dieser kleine Mensch nicht begrenzt ist, nicht auf sich selbst, nicht auf die von ihm wahrgenommene Realität, nicht auf seine Wahrheit, nicht auf das, was er denken kann, sich vorstellen kann, nicht auf das, was er fühlen kann. Das Vergessen von all dem, was er auch ist, dieser Mensch, nämlich alles, was ist. Der freie Wille, den er sich als Mensch in dieser begrenzten Form gegeben hat, den es sich als Mensch in dieser begrenzten Form gegeben hat, diente dazu und dient dazu, aus freien Stücken und mit allen Wahlmöglichkeiten sich schlussendlich doch für das Göttliche, die Harmonie, den Frieden, das Licht, die Liebe, die höchste, die reinste Frequenz, das Anerkennen der Essenz, des Einssein von allem zu entscheiden. Durch alle Entscheidungen hindurch, alles zu erfahren, zu erleben, was in begrenzter Form erlebbar ist und nicht gezwungen zu sein durch die kosmische Harmonie, das göttliche Einvernehmen von allem, was ist, und doch eingebettet sein in all das, denn alles ist Teil der Harmonie. Alles ist Teil der Göttlichkeit, auch wenn es sich als solches nicht wahrnimmt, auch wenn es für sich selbst mit dem freien Willen dieses, jenes, etwas anderes entscheiden kann, Begrenzung wählen kann, statt das Gefühl von Einssein. Der freie Wille also erlaubt dem Menschen, frei, willig, alles zu erleben, was er zu erleben sucht, alle Begrenzungen zu ergründen, sich allen Begrenzungen hin zu öffnen und sie in ihrer Tiefe und Dichte zu erfahren. Der freie Wille erlaubt dem Menschen auch, seine Göttlichkeit zurückzuholen, in sein menschliches Begrenztsein, in seine menschliche Wahrnehmung, in sein menschliches Bewusstsein. Das Vergessen und der freie Wille zusammen also haben das vollkommene, das perfekte Theaterstück, den perfekten Film, die perfekte Realität kreiert, in der verschiedene Annahmen, Voraussetzungen, Gründe und Ursache-Wirkungsprinzipien gespielt werden konnten, gespielt werden können und gespielt werden. Der freie Wille und das Vergessen sind die zwei Komponenten, die den Menschen unabhängig machen in seinem Gefühl vom Sein auf der Erde, in seinem Gefühl bezüglich seiner Existenz, die ihm erlauben, sich eigenständig, eigenmächtig, unabhängig zu fühlen von allem anderen, was ist. In diesem eigenständigen, eigenmächtigen, unabhängigen Erleben des Menschen
bemerkt er, dass er doch Teil des Ganzen ist, dass er doch eingebettet ist in das, was um ihn herum ist, in verschiedene Kontexte. Hält er an der Trennung fest, so sieht er nur sich und die Kontexte um ihn herum, fühlt sich bedroht, versucht, sich zu befreien und zu lösen. Das Lösen durch den Widerstand, das Lösen aus der Angst heraus, aus dem sich bedroht fühlen, bringt ihn noch mehr in Dichte, noch mehr in Isolation, und so kann er sich einsam fühlen, verlassen von allen guten Geistern, verlassen von allem, was er wirklich ist, verlassen von sich selbst, der Essenz, die durch alles fließt, denn er hat versucht, sie abzutrennen, hat versucht, sich abzutrennen, um selbst wirksam zu sein, um seine kleine Welt zu kontrollieren, um sie zu dem Paradies zu machen, das er weiß, dass es möglich ist. Denn in ihm schwingt immer noch die Frequenz der Liebe. In ihm schwingt immer noch das Wissen, dass alles in Harmonie ist, dass alles Licht ist, dass alles Liebe ist, dass alles Göttlichkeit ist, dass alles Frieden ist und in Harmonie miteinander ist. In ihm ist immer noch wie ein Hauch der Erinnerung, ein tiefes Wissen, sei es noch so tief vergraben. Je mehr der Mensch sich also abtrennt, desto mehr sehnt er sich nach dem Einssein, nach dem das Sein, was er wirklich ist, nach der Harmonie, dem sich einbetten in alles, was ist. Je mehr der Mensch sich öffnet für das, was er ist, in sich hineingeht, die Türen nach innen öffnet, sein Herz befreit, die Liebe erlaubt, je mehr der Mensch sich in sich versenkt und sich und alle anderen erkennt, in sich und in allen anderen und allem, was ist, desto mehr erkennt er aus freien Stücken, dass es möglich ist, dass es real ist, doch es ist durch ihn selbst erlaubt. So fühlt er sich kraftvoller, gestärkter, wenn er selbst in die Tiefe geht, wenn er selbst in die Stille geht, wenn er selbst sich sein Erinnern mit seinem freien Willen erlaubt, wenn er seinen freien Willen verwendet, um sein Vergessen zu lösen. Der Mensch hat also beides bekommen, das Werkzeug für die Trennung und das Werkzeug für die Auflösung der Trennung. Er kann mit dem Werkzeug für die Auflösung der Trennung die Trennung verdichten. Er kann mit dem Werkzeug der Trennung sich selbst von sich abtrennen und somit in Hoffnungslosigkeit geraten. Und doch, der Mensch ist nicht nur ein individuelles Wesen, der Mensch ist kollektiv Bewusstsein. Jeder Mensch also, jede Fingerspitze, jede Haarspitze von allem, was ist, von dem Gesamten, jeder Mensch, der sich erinnert, jede Fingerspitze, die sich erinnert, jede Haarspitze, die sich erinnert, die erlaubt, die den freien Willen verwendet, um das Vergessen zu lösen, um das Erinnern in Bewegung zu bringen.
Jeder Mensch trägt dazu bei und hat dazu beigetragen und wird dazu beitragen, dass für all die anderen Fingerspitzen, Haarspitzen Menschen, für die allen anderen Teile des Gesamten dieses Erinnern in der Luft liegt. Die Einladung, den freien Willen für das Erinnern einzusetzen, mit dem freien Willen, sich im Erinnern zu öffnen, nachzugehen. Die Einladung liegt in der Luft. Jeder Mensch, jedes kleine Teilchen vom Gesamten, das sich dafür entscheidet, aus seiner Trennung mit dem freien Willen ins Einssein zu erlauben, ins Erinnern zu erlauben. Jede einzelne Position, jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Partikel, das den freien Willen für das Erinnern verwendet, trägt dazu bei, dass das Gesamte diese Verwendungsweise des freien Willens als natürlich empfindet, als nicht gefährlich, als naheliegend, als normal. Und so lösen sich Schicht um Schicht all die Trennungen, vom Großen ins Kleine, vom Kleinen ins Große. Und doch wird jedem, der Trennung wünscht, die Trennung gewährt. Denn das Ganze, das sich erinnert, das Ganze, das weiß, was es ist, das Kleine, was weiß, dass es das Große ist, das Große, was er weiß, dass es alles ist, das Kleine, das weiß, dass es alles ist alles, ungeachtet dessen, was das einzelne Partikelchen tut, wie sehr es sich getrennt fühlt und abzutrennen sucht. Was in dir ist, das weißt du zu sein, ganz gleich, wie sehr es sich versteckt. Das Kind, das seine Hände vor die Augen hält und meint, nicht mehr gesehen zu werden, wird doch gesehen. Es sieht nur nicht. Und so verhält es sich auch mit dem Menschen, der sich bewusst, absichtlich und aus freiem Willen in der Trennung befindet. Diese Trennung bezieht sich auf ihn, auf sich, auf dieses Partikelchen. Doch es ist eingebettet in das mehr und mehr Erinnern, in das Verwirklichtsein der Erinnerung in jedem Menschen, der sich erinnert hat, in allem, das sich in der Erinnerungsfrequenz, in der Seinsfrequenz der reinen Liebe, des reinen Lichts, der Essenz befindet. Wie nun hängt all dies zusammen mit dem Manifestieren, mit den Wünschen, mit dem Zaubern? Der Mensch hat zwei Möglichkeiten: zu wirken, zu bewirken, Ergebnisse zu erzielen, die Welt und sich selbst zu verändern. Die eine Möglichkeit kommt aus dem Begrenzten, dem Kontrollierenden und Kontrollierten und ist nur genauso wirksam und wirkungsvoll wie diese Begrenzung. Zumeist jedoch weit weniger wirkungsvoll als diese Begrenzung, denn in der Begrenzung mit begrenzten Mitteln kontrolliert und bewirkt, ergibt sich jeweils nur eine Veränderung in dem, wo der Fokus hingeht. Und so bleibt das, was in der Begrenzung bewirkt wird, sehr fokussiert und kontrolliert auf das, was derjenige intendiert. Jedoch nicht 1:1 mit der Intention, da die Haltung des Schöpfens aus der Kontrolle heraus
eine ist, in der versucht wird, auch die Ergebnisse zu begrenzen. Und somit ist derjenige, der aus dem Kontrollieren, aus dem Manifestieren wollen, aus dem etwas bewirken, etwas zaubern wollen heraus zaubert, bewirkt und manifestiert und kontrolliert. Somit ist derjenige nicht frei, die Ergebnisse so anzunehmen, wie sie kommen, sondern dazu geneigt, die Ergebnisse auch zu kontrollieren, auch zu manipulieren, auch zu verändern, auch zu kontrollieren, auch zu begrenzen und zu beengen. Es ist, als würdest du verschiedene Zutaten in eine Schüssel geben, mit einer konkreten Vorstellung, was daraus werden soll. Du gibst diese Zutaten in die Schüssel, verrührst sie, bemerkst aber nicht, dass auch Liebe hineinfällt, dass auch die Frequenz der Essenz hineinfällt, da deine Hand, deine Energie des Göttlichen durch deinen Rührlöffel fließt, da deine Präsenz mit der Frequenz deiner Präsenz mit hineinströmt in das, was du dort kreierst. Es ist, als würdest du all die Zutaten in diese Rührschüssel geben und nicht erlauben, dass all das mit reinfließt, was nicht sichtbar ist. Es ist, als würdest du all die Zutaten in die Rührschüssel geben, mit der Erwartung, welches Ergebnis daraus entstehen soll. Es ist, als würdest du dann mit dieser Erwartung diese zusammengerührten Zutaten in den Ofen schieben und wenn es rauskommt, alles wieder abschneiden, was nicht deiner Vorstellung entspricht. Der zu hoch gegangene Kuchen wird geköpft, das nicht so süß schmecken oder viel süßer schmecken wird versucht zu neutralisieren mit einem Zuckerguss oder was immer dazu führen mag, dass es nicht gar so süß ist. Der Kuchen wird bewertet, schon während er im Prozess des Backens ist. Noch während er nicht gegessen wird, der Kuchen wird bewertet in seiner Optik, in dem, was entsteht, in seinem Geschmack. Er wird erwartet auf eine gewisse Weise und entspricht er nicht der Erwartung, wird er als schlecht gewertet. Das ist das Wesen der Kontrolle. Derjenige, der zu Besuch kommt und diesen Kuchen zu speisen wünscht, er lässt sich ein auf das Ergebnis, auf den Kuchen. Für ihn mag er genau die richtige Höhe, genau die richtige Konsistenz, genau den richtigen Geschmack, die richtige Süße, die richtige Nicht-Süße, die richtige Farbe, die richtige Optik, die richtige Form haben, den richtigen Nährwert. Für ihn fließt Liebe durch diesen Kuchen hindurch. Für ihn zählt das Ergebnis und er lässt sich auf das Ergebnis ein. Für den kontrollierenden, kreierenden jedoch darf das nicht sein, denn er hat eine Vorstellung davon, wie dieser Kuchen schmecken, aussehen und von der Konsistenz sein soll. Und somit bewertet er diesen Kuchen als gut oder schlecht, gemäß seines Vorstellungsmaßstabes. An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass es auch eine andere Art und Weise des Manifestierens, des Kreierens, des Erschaffens, des Schöpfens gibt, die weit, weit erfüllender ist. Diese andere Art und Weise ist das Zusammenfließen lassen der Zutaten auf gleiche Weise durch deine Hand, mit deiner Frequenz, in deiner Frequenz, doch mit dem Bewusstsein, dass das, was hineinfließt, weit mehr ist als nur
diese kontrollierten Zutaten, mit dem Bewusstsein, dass wenn du den Impuls bekommst, eine Prise Salz mehr oder weniger heranzugeben, hier noch das oder das hinzuzufügen oder das diesmal wegzulassen oder zu minimieren, mit dem Bewusstsein, dass all diese Impulse zu dem Gesamtergebnis auf eine wundersame Weise beitragen, die du nicht bestimmen, nicht kreieren, nicht kontrollieren musst. Wir würden also sagen, dass das eine Kreieren eine Rezepthaftigkeit beinhaltet, die sogar das Ergebnis kontrolliert und manipuliert. Und sei es nicht in dem Ergebnis selbst, dann doch in der Bewertung des Ergebnisses und damit in der Annahme, Freude des Ergebnisses, in der Dankbarkeit für das Ergebnis. Die andere Art und Weise jedoch, sie hält nicht sich selbst davon ab, zu kreieren, zusammenfließen zu lassen, die Dinge zusammenzubringen, die Dinge in die Umsetzung, in die Sichtbarkeit zu bringen. Sie lässt nicht davon ab, den Impulsen zu folgen, den Kuchen zu backen, die Zutaten zu verwenden, alles zusammenzurühren, auf die Weise, wie es sich ergibt. Doch was sie immer mit dabei hat, was immer mitschwingt, was sie immer mitbringt, ist das tiefe Wissen, das Vertrauen, das tiefe Wissen, dass genau das, was kommt, genau richtig ist. Wenn der Kuchen im Ofen ist und es an der Tür klingelt, dann kann diese Person ganz entspannt zur Tür gehen und wissen, dass in dem Moment, wo es gilt, den Kuchen auszuschalten, sie diesen Impuls bekommen wird. Sie vielleicht den Duft riechen wird oder das Telefon klingelt oder irgendetwas anderes geschieht, das sie darauf hinweist, dass jetzt der Zeitpunkt ist, den Kuchen rauszunehmen. Sie braucht nicht alles zu kontrollieren. Sie freut sich, dass sich alles fügt. Und alles fügt sich, weil sie erlaubt, dass sich alles fügt. Und sie erlaubt, dass sich alles fügt, weil sie mehr und mehr vertraut, dass sich alles fügt und dadurch erlebt, wie sich alles fügt. Wir regen also hier an, die Magie nicht in der Kontrolle zu suchen, das Zaubern nicht aus dem Wollen heraus zu tun, stattdessen zu erlauben, was sich dir gibt, das Zaubern noch mehr auszuweiten, noch mehr auszudehnen, indem du deine Hand öffnest und empfängst. Du empfängst deinen Zauberstab, du brauchst ihn nicht zu suchen, er kommt zu dir. Du empfängst den Zauberspruch, du brauchst ihn nicht zu suchen. Er offenbart sich dir und fließt durch dich hindurch, noch bevor du die Worte finden kannst. Das Ergebnis zeigt sich dir, ohne dass du deinen Vorstellungsmaßstab daran legst. Du zauberst, du kreierst, indem du erlaubst, was du fühlst. Nein, es fühlt sich nicht weniger als Zaubern an. Es fühlt sich nicht weniger dadurch an, dass du nicht im Kontrollieren, im Manipulieren und im Bewerten bist. Nein, es ist ein Zaubern, das über dich hinausgeht und doch dich durchfließt. Du fühlst also, wie du Zauberer und Zauberstab zugleich bist, wie du Magie und Magier zugleich bist, wie du Schöpfung und Schöpfer zugleich bist. Und du erlaubst beides zugleich, erlaubst dich als Schöpfung den Impulsen des Schöpfers zu folgen. Erlaubst dir, dem zu folgen, was aus deinem Herzen springt.
was aus deinem Herzen singt, was dein Herz dir als Rezept gibt. Und dieses Rezept ist jedes Mal neu, in jedem Moment neu, denn es umfasst das Gesamte. Es weiß um alle Frequenzen, die mit hineinfliegen in diese Schöpfung, in dieses Kreieren, in dieses Erlauben, in dieses Manifestieren. Das göttliche Manifestieren, das göttliche Zaubern, das göttliche Wünschen. Es entspringt dem Sehen von dem, was wirklich ist, was wirklich ist, was die höchste Wirklichkeit ist, dem Sehen der Harmonie. Dein höchstes Wünschen, Zaubern und Kreieren entspringt deiner Vision der Harmonie, die du fühlst. Es ist also nicht so, wie der Mensch oft denkt, dass er sich etwas ausdenkt und das dann ausprobiert. Nein, der Mensch fühlt, was ist, aus seiner Göttlichkeit heraus. Er fühlt, wie es ist, in dieser nicht manifestierten und doch innerlich sichtbaren Vollkommenheit, in diesem Zusammenwirken, in diesem göttlich Sein von allem, was ist, in dieser kosmischen, göttlichen, unendlichen, universellen Harmonie, in diesem Frieden. Der Mensch fühlt diese Ebenen. Er nimmt diese Ebenen wahr. Je mehr er sich darauf einlässt, desto mehr nimmt er sie wahr und kreiert dann auf erlaubende Weise genau das, was er bereits wahrnimmt. Wie ihr also sehen könnt, ist das göttliche Erschaffen, das göttliche Zaubern, das göttliche Magie fließen lassen, wahrnehmen und fördern. Ein Erkennen von dem, was ist, und ein liebevoll das eigene hinzufügen, beitragen, was sich ganz selbstverständlich eröffnet. Es ist also nicht aus dem Mangel heraus das Fühlen, oh jetzt, da ich das große Bild sehe, muss ich etwas tun, um Teil des Bildes zu sein. Oh jetzt, da ich sehe, was alles bei diesem Bild noch fehlt, bin ich schnell, damit ich so viel wie möglich für dieses Bild tun kann. Nein, es ist das Erkennen, dass das Bild bereits da ist und das freudvolle Erlauben, eine Farbe in diesem Bild, die eigene Farbe in diesem Bild zu kräftigen, zum Vorschein sichtbar zu machen, zum Vorschein zu bringen. Es ist ein Bekräftigen deines Seins und der Impulse, die durch dein Sein fließen. Du brauchst also nichts mehr zu tun, und doch tust du, was du als Impulse bekommst. Du erlaubst deine Entfaltung, du erlaubst das, was sich richtig anfühlt, denn das ist das, was deine Farbe in diesem Bild verstärkt, sichtbar macht, manifestiert, in Form, fühlbar, erlebbar macht. Dein Zaubern also ist keine Passivität, ist kein über dich ergehen lassen von dem Göttlichen, dem höchsten Willen, der Orchestrierung. Dein Zaubern beinhaltet das zu dieser Zutat und zu jener Zutat greifen, ganz so, wie es jene Menschen über all die Menschheitsgeschichte hinweg getan haben, die im Einklang mit sich und der Natur, mit allen fühlenden, lebenden Wesen, mit allem, was ist, waren. Diese Menschen gab es durch alle Zeit hindurch. Sie wirkten wie Zauberer und Hexen, da nicht erklärt werden konnte, was sie taten,
wie Heiler, wie Magier, wie Druiden. Sie wirkten wie besondere Wesen, die auf besondere Weise Besonderes bewirkten, und so kamen die Menschen zu ihnen. Doch das, was von außen als Wunder erschien, es war die Harmonisierung, die stattgefunden hat. Die Menschen, die zu ihnen kamen, sie haben nicht um ein Wunder gebeten und ein kontrolliertes Wunder erhalten. Nein, sie haben aufrichtig um Wunder gebeten und sich für Wunder geöffnet. Das Wunder in sich birgt die Nicht-Kontrolliertheit. Wer ein Wunder wünscht, der möge sich als auf ein Wunder gefasst machen. Wer für ein Wunder bereit ist, der öffne sich für das Nicht-Erwartete, für das Wundervolle. All die Wunder also, die durch die Menschheitsgeschichte auch von jenen bezeugt wurden, die diese nicht erklären und versuchten, in Kontrollierbarkeit zu bringen. All diese Wunder waren einzig und allein die Berührung der Göttlichkeit, die Erinnerung an das Sein, an die Harmonie von allem und das damit Erlauben, aus freiem Willen heraus erlauben, dass diese Harmonie wieder Realität sein darf. Jedes von dieser Erinnerung berührte Individuum, das mit seinem Willen die Harmonie erlaubt hat, konnte Wunder erleben, Wunder erfahren. Von außen betrachtet unerklärbar, von außen betrachtet kontrolliert und auf kontrollierte Weise gegeben, denn das war es doch, was derjenige gewünscht hat, was sich jeder in dessen Position wünschen würde. Doch dieser Wunsch desjenigen wurde weit durch sich selbst übertroffen, indem er sich geöffnet hat für das, was über den Wunsch hinausgeht, für die Harmonie, für das, was er nicht kontrollieren kann, für das, was weit besser ist als die Erfüllung dieses kleinen Wunsches, zum Beispiel der Heilung eines physischen Gebrechens. Denn nur die Heilung eines physischen Gebrechens gibt dem Menschen nicht das, was in diesem physischen Gebrechen als Geschenk geruht hat, nämlich der Hinweis darauf, wo mehr Liebe sein darf. Hätte er nur den Wunsch erfüllt bekommen, so wäre diese Disbalance im Wesen doch geblieben, hätte sich anderen Ausdruck gesucht, hätte nicht zu einem friedvolleren, harmonievolleren Leben geführt. Der Wunsch, geäußert dem Göttlichen gegenüber, sei es in menschlicher Form, in bereits lichtdurchfluteter Form, sich selbst gegenüber oder dem personifizierten Gott gegenüber. Der Wunsch geäußert dem Göttlichen gegenüber erlaubt auch das Loslassen der Vorstellung, wie der Wunsch in seiner Umsetzung und Erfüllung ist. Und so erlebt jener, der seinen Wunsch darbietet, äußert und dann loslässt, weil er weiß, da er weiß, dass dieser Wunsch in göttlicher Orchestrierung erfüllt wird, mit allem, was dazugehört, auf ganz anderer, vielfältiger und allen Ebenen. Dieser Wunsch, der da geboten wird,
dem Göttlichen offeriert wird, losgelassen und dann erlebt wird, ist wirkliche Wunscherfüllung, ist wirkliche Auflösung dieses Wunsches, ist wahrhaftiges Erlauben und Kreieren aus dem Fühlen heraus, was gedacht ist, ohne all die Aspekte dieses Gedachten verstehen zu müssen. Gedacht vom Göttlichen, gemacht von der Harmonie, bereits existierend, wenngleich nicht sichtbar, so doch fühlbar. Das sind die Wünsche des Herzens, die Wünsche, die sich aus dem ergeben, was in vollkommener Harmonie bereits ist auf der nicht sichtbaren Ebene. Jener, der sich auf eine solche Erfüllung, auf ein solches Manifestieren, auf eine solche Magie, auf einen solchen Zauber einlässt, als Empfänger der Wunder, als Kreierer der Wunder, alles zugleich. Mal mehr so erlebt, mal mehr so erlebt und doch beides auf vollkommene Weise erlebt. Dieserjenige ist in seiner vollen Schöpferkraft, ist frei von Wertung, befreit von wollen müssen, von dem Drang, Ergebnisse zu beeinflussen und sich verantwortlich zu fühlen. Denn er weiß, die Antwort liegt in der Vollkommenheit, die längst da ist. Die Antwort liegt in dem den menschlichen Willen, den freien Willen, zum Erinnern, Erlauben einzusetzen. Lass deinen Willen geschehen. Bedeutet also nicht das Weggeben des eigenen Willens. Es bedeutet das Harmonisieren des individuellen Willens, des als kleiner Mensch in abgetrennter Form seienden Willens mit dem Göttlichen, dem Essenzwillen, den jeder in sich trägt, als blassen Schimmer der längst vergessenen Erinnerung oder als klare Wahrnehmung von dem, was alles ist, alles durchfließt und nicht anders kann, als alles zu sein. Oh, wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben, wir sind die Liebe, wir sind das Licht, das in dir liebt, das in dir ist. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.